Lustigerweise, kleiner Geschichtsunterricht für die Flive Universe Only Player. In Flive PC gab es eine Person, die hat es geschafft, ein Vermögen von mehreren Billionen anzuhäufen und hatte nicht mal einen Charakter über Level 60. Durch Low-Level Farming. Man nennt es auch die flauschige Invasion. Und das Lustige ist, ganz früher, ich weiß echt nicht, woran das lag. Also Flauschige Invasion war eigentlich das beste Event, das es gibt in Flive, neben Secret Drop. Aber Secret Drop war immer so ein bisschen verhasst. Manche haben es geliebt und andere haben es gehasst. Da gab es immer einen großen Streitpunkt drum. Und Flauschige Invasion war eigentlich viel beliebter. Und es war auch besser, weil Flauschige Invasion hat eigentlich die Leute belohnt, die einfach nur aktiv sind und viel farmen und viel spielen und halt wirklich hart reingehen. Go big or go home, so richtig mäßig. Secret Drop Event war mehr so, naja, wenn du die geheimen Informationen hast und sie nur mit deinen eigenen Kumpels teilst, dann können du und deine Kumpels sich Milliarden in den Nagel reißen, während andere quasi komplett leer ausgehen. Das war anders. Das war ein ultra beschissenes Event. Auf jeden Fall zurück zur Flauschigen Invasion. Da sind quasi Level 1 Monster gespawnt, so wie jetzt diese Christmas Alberts. Nur haben die ein bisschen besser gedroppt, weil jeder oder fast jedes von diesen Monstern oder viele von diesen Monstern hatten die Chance, das sogenannte Gold Package zu droppen oder eine Pet Tamer Box. Und beide diese Boxen waren pro Stück über 100 Mio wert. Kommt halt drauf an, welcher Zeitraum. Das Event gab es schon, ich glaube, das erste Mal 2012, 13, 14 oder so, also schon vor Ewigkeiten. Da waren sie wahrscheinlich noch nicht so viel wert. Aber so ab 2016, 17 war eine Box über 100 Mio wert. Und das heißt, du konntest bei einem, und du konntest auch doppelt droppen. Mit Cloak of Honor konntest du sogar dreifach droppen. Das heißt, du konntest bei einem, so einem kleinen Kackvieh, Level 1er Kackvieh, das einfach so random durch Flaris läuft, konntest du halt einfach, ja, bis zu 1 Milliarde droppen, theoretisch. Oder auf jeden Fall mehrere 100 Millionen. Und manche Leute, die halt wieder angefangen haben mit Flive und keine High-Level-Charakter mehr hatten, weil sie halt ihre Account-Daten vergessen haben und Passwörter vergessen und whatever, also halt einfach ihre alten Charakter nicht mehr nutzen konnten, haben dann neu angefangen. Und Flauschige Invasion war eigentlich, ich glaube, ursprünglich war das auch mehr so ein Wochenend-Event, aber es lief dann, glaube ich, auch manchmal einfach 2 Wochen, 1 Woche oder 2 Wochen. Oder länger auf jeden Fall, nicht nur ein Wochenende. Und das heißt, du konntest da, wenn du wirklich jeden Tag 6, 8 oder sogar 12 Stunden gefarmt hast, wenn du da Urlaub hattest, konntest du halt wirklich pro Tag etliche Milliarden Penya verdienen. Und ein paar Leute haben das halt richtig übertrieben. Die haben da halt richtig, richtig viel gespielt und auch so richtig abgefuckten Uhrzeiten, die ganze Nacht durchgefarmt zum Beispiel und so. Unter der Woche. Und haben da halt auch massiv Profit gemacht. Also selbst ich habe, glaube ich, bei einem Event mal über 300 Gold-Packages und Pet-Tamer-Boxen gefarmt. Das waren wahrscheinlich auch über 100 Milliarden zu dem Zeitpunkt. Also irgendwann waren die Pet-Tamer-Boxen, glaube ich, über 200 Mio wert und die Gold-Packages, glaube ich, auch tatsächlich. Also da waren allein 5 Stück schon über 1 Milliarde. War auf jeden Fall geisteskrank. Und bei diesem Event gab es halt einen Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es gab mal irgendeinen, der hat quasi, bevor er richtig angefangen hat zu spielen, also hat sich quasi, glaube ich, nur einen Buffer gemacht. Und ist dann mit dem nur durch Flaris und St. Morning, also nur durch die Low-Level-Gebiete gefarmt. Und hat da halt quasi, also ich meine, der hat irgendwie 2,5 Billionen verdient. Ich glaube, es war aber bei 2-mal Flauschige Invasion, nicht bei einer. Und hat erst dann sich Equipment gekauft und erst dann angefangen zu leveln. Nachdem er quasi stinkreich war und sich das ganze Equipment fürs High-Level schon holen konnte. Und dann hat er immer rumgeheult, dass er das ganze Equipment nicht tragen kann, weil er zu low ist. Aber schon ultra das krasse Equipment hat quasi. Aber er kann es nicht anziehen. Weil sein Charakter ein scheiß Vagrant ist. Beziehungsweise dann später halt ein Blade. Low-Level Blade. Aber ja, das ist halt der Unterschied zu Flive Universe und Flive PC Events. Also Flive PC Events konntest du halt, wenn du in ein Event richtig reingegangen bist, ein paar Wochen lang, konntest du halt quasi, ja, du konntest unendlich viel Penya farmen theoretisch. Das ist so viel Zeit, wie du reingesteckt hast, konntest du einfach in Penya umwandeln. Und Flive Universe Events funktionieren einfach komplett anders. Also die Flauschige Invasion war schon goated. Und die hat halt auch nicht so... Also die Flauschige Invasion hat nur Gutes eigentlich getan.
Weil natürlich ist man sich gegenseitig trotzdem ein bisschen auf die Eier gegangen, weil diese Monster waren natürlich begrenzt. Also es gab nicht unendlich davon, keine Frage. Also man musste schon um sie kämpfen auch. Aber an für sich, da waren halt Asria-Tickets drin, also Premium-Tickets. Da musste die keiner mehr aus dem Cash-Up kaufen. Also ich glaube, das letzte Asria-Ticket aus dem Cash-Up wurde vor 20 Jahren verkauft. Weil man das einfach nie wieder aus dem Cash-Up kaufen musste. Gab es immer gratis. Was auch richtig geil war. Und dann waren da immer noch Upcuts und Amplis drin. Auch Sachen, die man quasi nie wieder aus dem Cash-Up kaufen musste, gefühlt, weil es einfach günstiger war, sie direkt zu farmen oder halt von anderen Leuten durch Gold-Packages zu kriegen. Und Pet Tamer Box, da waren Mistake und erst nochmal Mistake und Mistake of Pet Tamer und Mistake of Pet Trainer. Die beiden waren da drin, also damit man perfekte Pets machen kann und so. Also war richtig, richtig geil. Hat eigentlich nur Gutes bewirkt, dieses Event. Man konnte noch etliche andere Power-Ups farmen. War richtig, richtig geil. Und du konntest halt durch so ein Event, wenn du richtig investiert hast, die halt ein komplettes Equipment erspielen. Gefühlt. Was, wie gesagt, Flive Universe. Kannst du komplett knicken. Kriegst du gar nichts. Kriegst ein paar Power-Ups, die natürlich alle limitiert sind. Also die Menge an Power-Ups, die du kriegen kannst, ist extrem limitiert. Und das war's. Oh nein!